Du hältst dich seit Wochen an dein Fastenfenster. Du isst nur 2 Hauptmahlzeiten und trotzdem bewegt sich die Waage keinen Millimeter. Das Verrückte, es liegt nicht am Fasten selbst. Es liegt an einem von 10 unsichtbaren Fehlern, die fast jeder beim Fasten macht, ohne es zu merken. Manche von den 10 Fehlern sind harmlos und kosten dich nur Zeit. Einer davon kann dich beim mehrtägigen Fasten richtig krank machen, wie ich selbst am eigenen Körper erlebt habe. Für dieses Video habe ich die Arbeit von Dr. Jason Fung, Dr. Mindy Pelz, Dr. Sajid Panda und anderer Fachleute ausgewertet. Was diese Fachleute beschreiben, wird deine Meinung über das Fasten verändern und dir zeigen, welche Fehler die meisten beim Fasten machen. Welcher dieser 10 Fehler dich gerade ausbremst, zeige ich dir jetzt. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war, mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Ich bin kein Arzt, sondern Diplom-Informatiker. Ich betrachte den Körper wie ein System. Was reinkommt, bestimmt, was rauskommt. Mein Leitmotto auf diesem Kanal lautet: Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Fasten ist seit Jahren ein zentraler Bestandteil meines Systems. Ich faste täglich 18 Stunden, esse nur 2 Mahlzeiten und meine jahrelangen Verdauungsprobleme und Durchfälle, die trotz unauffälliger Darmspiegelung bis 2019 bestanden, sind durch genau diese Umstellung komplett verschwunden. Mein Körperfettanteil liegt, wie du hier siehst, dauerhaft bei etwa 12%. Unsere Gesellschaft nennt es Genuss, den ganzen Tag über Snacks und kleine Mahlzeiten zu essen, und Verzicht oder extrem, einfach mal mehrere Stunden oder sogar Tage nichts zu essen. Ich sehe das anders und ich lebe es seit Jahren. Aber auch ich habe am Anfang nicht alles richtig gemacht und genau diese Fehler will ich dir heute ersparen. Du fastest vielleicht seit Wochen, du hältst dich an die Uhrzeiten und trotzdem bewegt sich der Zeiger auf der Waage gar nicht. Das liegt nicht am Fasten selbst, das liegt an den ersten 4 Fehlern, die fast jeder am Anfang macht. Fehler 1: Der Sprung ins kalte Wasser. Viele starten direkt mit 16 Stunden Fasten, ohne ihren Körper darauf vorzubereiten. Das überfordert das System. Besser ist ein schrittweiser Einstieg von 9 auf 10 Stunden, dann auf 12, dann auf 14 etc. Dein Körper braucht Zeit, um sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Wer das überspringt, bricht meistens nach wenigen Tagen wieder ab, weil der Hunger bzw. die Sucht nach Kohlenhydraten zu übermächtig wird. Es ist keine Charakterschwäche, es ist ein Problem, das du am Ende des Videos verstehen wirst. Fehler Nummer 2: Immer dasselbe Protokoll. Wenn du jeden Tag exakt gleich fastest, zum Beispiel immer bis 12 Uhr mittags, gewöhnt sich dein Stoffwechsel daran. Er passt sich an und der Gewichtsverlust stagniert. Fasten sollte für deinen Körper ein gelegentlicher Schock bleiben, kein bequemes Dauerprogramm, an das er sich entspannt anpassen kann. Variiere also die Länge. Mal 14 Stunden, mal 18, mal 20. Genau diese Unvorhersehbarkeit hält deinen Stoffwechsel wach. Ich persönlich lasse zum Beispiel manchmal das Mittagessen aus, wenn es gut in meinen Alltag passt, wie vielleicht heute, weil ich hier im Studio bin und erst spät nachmittags nach Hause komme. Schreib mir mal gerne unten in die Kommentare, wie lange ist aktuell dein persönliches Fastenfester oder sogar deine längste Fastenzeit, die du über mehrere Tage geschafft hast. Mein Rekord liegt aktuell bei 5 ganzen Tagen, also 120 Stunden. Fehler Nummer 3: Der Kampf gegen die innere Uhr. Spätes Essen am Abend ist einer der größten Fehler überhaupt und zeitgleich einer der am meisten unterschätzten. 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen beginnt dein Körper, Melatonin auszuschütten. Melatonin bremst die Insulinausschüttung deiner Bauchspeicheldrüse. Wenn du kurz vor dem Schlafen noch isst, hältst du deinen Blutzucker unnatürlich lange hoch, mitten in der Nacht, wenn dein Körper eigentlich etwas ganz anderes tun sollte. Dein Magen braucht außerdem 5 Stunden, um eine Mahlzeit zu verdauen, und 7 bis 8 Stunden für die nächtliche Reparatur. Wer um 22 Uhr noch isst, raubt seinem Körper genau diese Reparaturzeit, egal wie lang sein Fastenfenster auf dem Papier aussieht. Fehler Nummer 4: Das schmutzige Fasten, die unsichtbaren Fastenbrecher. Das ist der Fehler, der die meisten Menschen komplett überrascht. Jeder süße Geschmack im Mund signalisiert deinem Körper Zucker. Das gilt für Stevia, Erythrit etc. Im Prinzip für jeden Süßstoff, der Süße im Mund erzeugt. Egal was auf der Verpackung steht, dein Körper kann Insulin ausschütten, sobald er etwas Süßes schmeckt. Und sobald Insulin ausgeschüttet wird, ist dein Fasten beendet, auch wenn die Kalorienzahl bei Null steht. Auch kleinste Mengen Aminosäuren oder Proteinpulver in deinem Kaffee heben den Insulinspiegel an. Ein Spritzer Milch oder ein halber Teelöffel Zucker reichen schon, um deinen Blutzucker messbar zu erhöhen, teilweise auf über 140. Manche schwören auf sogenannten Bulletproof Coffee, also Kaffee mit reichlich Butter und MCT-Öl. Das klingt erstmal harmlos, doch eine einzige Tasse kann tatsächlich 200 bis 450 Kalorien enthalten,
allein durch das Fett. Das reicht aus, um die Fettverbrennung für den Rest des Fastenfensters zu stoppen. Auch beim Zitronenwasser übertreiben es viele mit dem Geschmack. Ein Spritzer Zitrone im Wasser unterbricht dein Fasten nicht. Wenn du aber gleich eine ganze Zitrone auspresst, weil dir reines Wasser zu fad ist, kommen schnell mehrere Gramm Kohlenhydrate zusammen. Das reicht aus, um deinen Insulinspiegel leicht anzuheben. Mir selbst ist ein ähnlicher Fehler passiert, nur mit einem Supplement. Ich habe angefangen, Kollagen zu supplementieren, weil es meine Regeneration unterstützt. Kollagenpulver hat zwar nur wenige Kalorien pro Portion, aber es besteht fast vollständig aus Protein. Und genau diese Aminosäuren reichen aus, um eine Insulinreaktion auszulösen, ganz unabhängig davon, wie wenig Kalorien drinstecken. Das Thema Fastenfenster erklärt ein guter Vergleich von Sajin Panda eingängig. 12 Stunden Fasten ist wie einmal täglich Zähne putzen. 14 Stunden ist wie zweimal putzen, 16 bis 18 Stunden ist wie zweimal putzen plus Zahnseide. Und mehrtägiges Wasserfasten ist wie die professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Jede Stufe hat ihre Berechtigung, aber du musst wissen, welche Stufe du gerade machst und welche Regeln für genau diese Stufen gelten, womit wir zu Fehler 5 bis 7 kommen. Beim mehrtägigen Fasten geht es um deutlich mehr als nur um Essfenster. Hier können Fehler richtig gefährlich werden und genau hier lese ich die meisten Horrorgeschichten in unserer Community. Fehler 5: Elektrolyte ignorieren. Das ist der Fehler, den ich selbst bei meinem ersten längeren Fasten gemacht habe. Ich habe komplett auf Elektrolyte verzichtet. Am dritten Tag war mein Körper wirklich am Ende. Meine Frau hat mir gesagt, ich würde verlangsamt wirken, fast wie in Zeitlupe, meine Reaktionen, mein Sprechen, einfach alles. Der Grund dafür ist simpel und gut erklärbar. Wenn dein Insulinspiegel beim Fasten sinkt, scheiden deine Nieren automatisch mehr Wasser und Salz aus. Bei einem mehrtägigen Fasten von 3 bis 5 Tagen fehlen deinem Körper dadurch Natrium, Magnesium und Kalium. Das Ergebnis sind massive Grippesymptome, Schwäche und genau dieses verlangsamte Gefühl, das meine Frau bei mir beobachtet hat. Es gibt auch einen zweiten Effekt, der dazukommt. In deinem Körper lagern sich über Jahre auch fettlösliche Schadstoffe ein, zum Beispiel Rückstände aus Umweltgiften. Wenn du dieses Fett jetzt verbrennst, werden auch diese Schadstoffe wieder freigesetzt und müssen von deinem Körper verarbeitet werden. Das kann zusätzlich zur Belastung beitragen, wenn dein Körper durch fehlende Elektrolyte ohnehin schon geschwächt ist. Beim nächsten Mal habe ich es anders gemacht. Ich habe eine gute Salzmischung mit allen wichtigen Elektrolyten vor und während des Fastens zu mir genommen und seitdem läuft es komplett anders. Geeignete Fastenmischungen aus Natrium, Magnesium und Kalium, also das, was du brauchst, habe ich auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Basissupplemente, Elektrolyte Fasten verlinkt. Ich habe inzwischen mehrmals mehrtägig gefastet. Mein bisheriges Limit waren 5 Tage hintereinander, inklusive Krafttraining mit reduziertem Gewicht, rein aus Sicherheitsgründen. Ohne Elektrolyte hätte ich das niemals geschafft und ich hätte es vermutlich nach dem ersten negativen Erlebnis komplett aufgegeben. Falls du in diesem Video bereits etwas gelernt hast, dann lass gerne jetzt einen Daumen nach oben da oder noch besser, teile dieses Video mit jemandem, der trotz Fasten nicht abnimmt. Fehler Nummer 6: falsches Refeeding. Genauso unterschätzt und extrem wichtig ist der Wiedereinstieg ins Essen. Nach einem längeren Fasten ist das vermutlich der Fehler mit den unangenehmsten Folgen. Warum? Während des Fastens baut sich die schützende Schleimhautschicht in deinem Darm temporär ab. Stell dir deine Darmschleimhaut wie ein Kopfsteinpflaster vor. Jeden Tag beim ganz normalen Verdauen reißt dein Körper 8 bis 10% dieser Steine heraus. Dein Fastenfenster ist quasi die Straßensperrung über Nacht, damit die Steine in Ruhe repariert werden können. Wer also nach dem Fasten direkt eine schwere Mahlzeit isst, der baggert quasi mitten in der frischen Baustelle. Was du genauer wissen möchtest, wie so ein durchlässiger Darm, auch als Leaky Gut bekannt, entsteht und was du dagegen tun kannst, schau in mein Video zum Thema Darm rein, das ich dir hier verlinke. Auch dein Mikrobiom reagiert auf das Fasten. Deine Darmbakterien geraten ohne Nahrungsnachschub in eine Art Überlebensmodus und falsches Essen direkt nach dem Fasten füttert dann oft genau die ungünstigen Bakterien zuerst. Ein gutes Refeeding setzt deshalb auf leicht verdauliche Bausteine. Aminosäuren aus kräftiger Knochenbrühe unterstützen die Darmwand. Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut liefern wertvolle Probiotika und Polyphenole aus Oliven stärken gezielt die guten Bakterien, die das Fasten überlebt haben. Auch den Refeeding-Fehler habe ich selbst gemacht und das sogar zweimal. Nach Fastenphasen von 3 bis 5 Tagen habe ich mich komplett überfressen und es wirklich bereut. Magenschmerzen, Durchfall etc. Das lag einfach daran, dass der Hunger nach Tagen ohne Essen übermächtig war. Was bei mir seitdem hervorragend funktioniert: ich trinke als allererste Mahlzeit nur Knochenbrühe. Das bereitet meinen Körper sanft auf feste Nahrung vor, ohne die geschwächte Darmschleimhaut zu überfordern
und seitdem habe ich diesen Fehler nicht mehr gemacht. Meine eigene Empfehlung für ein hochwertiges Knochenbrühe-Konzentrat findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte Ernährung Knochenbrühe. Fehler Nummer 7: falsches Training an Fastentagen. Langes Ausdauertraining, also klassisches Cardio, erhöht an Fastentagen deinen Cortisolspiegel zusätzlich. Weil dir Kohlenhydrate als schnelle Energiequelle fehlen, greift dein Körper bei dieser Belastung verstärkt auch deine Muskeln an, um Energie zu gewinnen. Krafttraining ist die deutlich bessere Wahl. Der mechanische Reiz erhält deine Muskulatur und durch den Nachbrenneffekt läuft deine Fettverbrennung noch lange nach dem Training weiter. Genau das mache ich selbst bei längeren Fastenphasen. Ich trainiere einfach mit reduziertem Gewicht und lege den Fokus mehr auf die Bewegung als auf die maximale Last. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten 3 Irrtümern beim Fasten. Nun kommen wir zum Kern, warum so viele trotz Fasten nicht abnehmen. Sie machen alles richtig beim Timing und scheitern trotzdem an dem, was im Essfenster passiert. Fehler Nummer 8: die Freifahrtschein-Mentalität. Fasten ist kein Ausgleich für eine schlechte Ernährung. Wenn du in deinem Essfenster unkontrolliert isst, zum Beispiel Junkfood und hochverarbeitete Lebensmittel, dann nimmst du nicht ab. Eine Studie mit über 100 Teilnehmern hat genau das beim 16:8 Fasten getestet und ist krachend gescheitert. Die Fastengruppe durfte in ihrem Essfenster essen, was sie wollte, und das schloss Junkfood mit ein. Das Ergebnis war ernüchternd, aber nicht, weil Fasten nicht wirkt, sondern weil Fasten eine miserable Ernährung eben nicht ausgleicht. Genau solche Studien werden in den großen Medien dann gerne als Schlagzeile verkauft, dass Fasten angeblich nicht funktioniert, ohne die eigentliche Schwäche der Untersuchung zu erwähnen. Ein weiteres Beispiel ist eine bekannte Studie zum sogenannten Alternate Day Fasting, also dem abwechselnden Fasten. Der Versuchsaufbau war interessant. An den Fastentagen durften die Teilnehmer nur 25% ihrer normalen Kalorien essen, an den Tagen dazwischen aber 125%, also mehr als üblich. Die Fastengruppe aß im Schnitt also an den meisten Tagen sogar mehr als sonst. Trotzdem schnitt sie ungefähr gleich gut ab wie die Gruppe mit klassischer durchgehender Kalorienreduktion. Das zeigt, Fasten ist keine magische Methode, die alles andere übertrifft, aber es hält locker mit, selbst unter eher ungünstigen Bedingungen. Genau diese Nuance geht in den großen Medienhäusern oft komplett verloren, wenn solche Studien zu reißerischen Schlagzeilen verarbeitet werden. Fehler 9: zu viele Kohlenhydrate im Essfenster. Hier kommen wir zu einer Empfehlung, die mich besonders aufregt. Bis heute hören wir sollen viele kleine Mahlzeiten essen und mindestens die Hälfte unserer Kalorien soll aus Kohlenhydraten kommen. Das ist komplett gegen unsere Natur, gegen das, was unseren Körper über Jahrtausende geformt hat. Eine Studie von Forscherin Hanna Kaleova zeigt das Gegenteil. Patienten mit Typ-2-Diabetes, die nur 2 große Mahlzeiten in einem 8-Stunden-Fenster aßen, hatten massiv bessere Werte bei Blutzucker, Insulin und Leberfett als die Gruppe mit 6 kleinen Mahlzeiten. Und das bei exakt derselben Kalorienmenge. Die ständige Zwischenmahlzeitenempfehlung ist schlicht ein Mythos und meiner Meinung nach der absolute Schwachsinn. Zu viele Kohlenhydrate treiben dein Insulin hoch. Und ist dein Insulin hoch, ist deine Fettverbrennung chemisch blockiert, egal wie wenig Kalorien du isst. Mehr zum Thema Insulinresistenz und wie sie deinen ganzen Stoffwechsel blockiert, erkläre ich in meinem Video zum Thema Blutzucker, das ich dir hier verlinke. Stell dir hohes Insulin vor wie Geld auf einer geschlossenen Bank. Die Energie, dein Körperfett, ist da, aber du bekommst nicht an dein eigenes Guthaben heran, solange die Bank geschlossen hat, wie Dr. Jason Funk erklärt. Wenn du deinen Insulinspiegel durch ständiges Essen hochhältst, kannst du nicht auf die Kalorien in deinem Körperfett zugreifen, selbst wenn du 1000 Kalorien zu dir nimmst. Wenn dein Insulinspiegel hoch ist, kannst du nicht auf die Kalorien in deinem Körperfett zugreifen. Es ist, als hättest du Geld auf der Bank, aber die Bank ist geschlossen. Du kannst das Geld nicht abheben. Wenn du also 1000 Kalorien zu dir nimmst, dein Insulinspiegel aber hoch ist, kann dein Körper nur 1000 Kalorien verbrennen. Und dann bemerken die Leute, dass ihr Stoffwechsel zu sinken beginnt. Falls du dieses Video auf deinem Handy oder Tablet in der YouTube-App schaust, nutze jetzt gerne die Hype-Funktion unter dem Video. Es ist wie ein Super-Like und hilft, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen sollten. Fehler Nummer 10: die Eiweißbombe zum Fastenbrechen. Viele brechen ihr Fasten bewusst mit magerem Fleisch oder einem extra großen Proteinshake, weil sie glauben, das sei die sauberste Option ohne Kohlenhydrate und ohne Fett. Genau das kann nach hinten losgehen. Aminosäuren stimulieren deine Bauchspeicheldrüse fast so stark wie Kohlenhydrate. Dein Insulin schießt direkt nach dem Fasten wieder massiv hoch. Den Effekt, für den du gerade stundenlang gefastet hast,
machst du damit in Minuten wieder zunichte. Das Fett, dem viele wegen der Low-Fat-Propaganda ausweichen, würde dir hier sogar helfen, denn es verlangsamt die Verdauung und dämpft genau diese Insulinantwort. Überschüssiges Protein wandelt dein Körper außerdem über die Gluconeogenese in der Leber in Glucose um und am Ende landet das wieder als Fett auf deinen Hüften. Nun zu einem ganz wichtigen Punkt beim Fasten, denn in meiner Welt sind Frauen und Männer nicht gleich. Der letzte Fehler ist der, über den fast niemand spricht und der gerade für Frauen sehr wichtig ist. Männer funktionieren auf einem 24-Stunden-Hormonzyklus. Das Wachstumshormon kann durch ein 24-Stunden-Fasten stark ansteigen, was sich auch positiv auf den Testosteronhaushalt auswirken kann. Männer können also theoretisch jederzeit fasten, ohne Rücksicht auf einen Zyklus. Frauen funktionieren völlig anders, nämlich auf einem 28-Tage-Zyklus und genau das wird oft ignoriert und ich habe ja auch dazu gelernt. In der ersten Zyklushälfte, wenn Östrogen dominiert, ist Fasten extrem effektiv. Östrogen liebt einen niedrigen Blutzucker und Low Carb funktioniert in dieser Phase besonders gut, wie auch Dr. Mindy Pelz erklärt. Was wir jetzt sagen können, ist, okay, Männer funktionieren nach einem 24-stündigen Hormonzyklus. Frauen funktionieren nach einem 28- bis 30-tägigen Hormonzyklus. Wir arbeiten also nach 2 verschiedenen Zyklen. Wenn wir uns also ein 24-stündiges Fasten ansehen, großartig. Ein Mann kann es jederzeit einbauen. Testosteron ist das wichtigste Hormon, das Sie antreiben müssen. Testosteron gelangt ins Gehirn und wird dort in Östrogen umgewandelt. Sie haben also sehr, sehr, sehr wenig Progesteron. Progesteron spielt bei Ihnen keine große Rolle. Wir Frauen haben Testosteron, Östrogen und Progesteron und alle werden von den äußeren Zellen gebildet. Sie werden TK-Zellen unserer Eierstöcke genannt. Wenn wir also unseren Lebensstil gestalten, müssen wir an alle 3 denken. Wir haben nicht den Luxus, nur an einen zu denken. Was das Fasten angeht, Östrogen liebt es, wenn man fastet. Östrogen gedeiht wirklich gut, wenn man die Glucose senkt. Wenn man in diese Fastenzustände geht und die Ketone ansteigen, dann blüht das Östrogen regelrecht auf. Wir wissen auch, dass Östrogen für den Eisprung notwendig ist. Wenn man sich also Dinge wie Unfruchtbarkeit und PCO-Syndrom ansieht, bei denen wir dieses Östrogen-Ungleichgewicht haben, wissen wir, dass wir, wenn wir sie in diesem Teil ihres Zyklus zum Fasten bringen, das gesamte Östrogensystem neu starten können. Progesteron, die zweite Hälfte des weiblichen Zyklus, ist völlig anders. In der Woche vor der Periode dreht sich das komplett um. Progesteron braucht einen höheren Blutzucker, mehr Kohlenhydrate und vor allem weniger Cortisolstress. Fasten in dieser Phase kann den Zyklus sogar blockieren. Frauen haben aber auch einen biologischen Vorteil. Ihr Körper wechselt grundsätzlich schneller in den Fettstoffwechsel als der von Männern. Wer aber strenges Fasten, hartes Training und ein Kaloriendefizit zeitgleich kombiniert, riskiert das sogenannte Red-S-Syndrom. Die Periode bleibt aus und langfristig kann sogar die Knochendichte leiden. Auch unabhängig vom Zyklus gilt für alle, Männer wie Frauen, Cortisol blockiert deine Fettverbrennung. Chronischer Stress oder schlechter Schlaf halten deinen Blutzucker hoch, das triggert Insulin und genau das blockiert, wofür du eigentlich fastest. Fasten versetzt deinen Körper ohnehin kurzfristig in einen leichten Stresszustand. Das ist normal, solange danach Erholung folgt. Wer aber zwischen Dauerstress im Alltag und Fasten als zusätzlichen Stressor pendelt, ohne je richtig zu entspannen, verliert genau den Effekt, den das Fasten eigentlich bringen sollte. Fassen wir zusammen, welche 10 Fehler dich davon abhalten, mit Fasten erfolgreich abzunehmen und welche dich im schlimmsten Fall sogar krank machen können. 1. Der zu schnelle Einstieg ohne Gewöhnung. 2. Immer dasselbe Protokoll ohne Variation. 3. Das Ignorieren deiner inneren Uhr durch spätes Essen. 4. Dirty Fasting durch versteckte Fastenbrecher wie Süßstoffe oder Kollagen. 5. Fehlende Elektrolyte beim mehrtägigen Fasten, also Kalium, Magnesium und Natrium. 6. Falsches Refeeding, das deine Darmschleimhaut überfordert. Und 7. Falsches Training an Fastentagen. 8. Die Freifahrtscheinmentalität im Essfenster. 9. Zu viele Kohlenhydrate, die dein Insulin hochtreiben. Und 10. Die Eiweißbombe beim Fasten brechen. Und 11, und jetzt habe ich schon wieder zu wenig Finger, als Bonus für die Frauen, das Ignorieren deines individuellen Hormonzyklus. Fasten ist eines der natürlichsten Werkzeuge, die wir haben. Es ist kein moderner Trend, sondern etwas, das die Natur uns schon immer vorgegeben hat, lange bevor es Kühlschränke und Supermärkte gab. Aber genau wie jedes andere kraftvolle Werkzeug funktioniert es nur richtig, wenn du diese unsichtbaren Stolperfallen kennst und gezielt vermeidest. Die meisten Menschen geben nicht auf, weil Fasten nicht funktioniert,
Sie geben auf, weil sie ein oder mehrere dieser 10 Fehler machen und das Fasten dafür zu Unrecht verantwortlich machen. 55% von euch, die dieses Video schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Wenn dir dieses Video geholfen hat und du jetzt verstehst, warum das Gewicht bei dir bisher nicht runterging, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Wenn du immer als Erster wissen möchtest, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen willst, welche Themen, welcher Titel und welches Vorschaubild es werden, dann komm in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Ich poste dort regelmäßig Abstimmungen und du hast direkten Einfluss darauf, wie es hier weitergeht. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Ein bisschen Hunger kann für den durchschnittlichen Kranken mehr bewirken als die besten Medikamente und die besten Ärzte zusammen. Mark Twain. Da du bis zum Ende des Videos geschaut hast, scheint es dir gefallen zu haben. Wenn das so ist, wird dir dieses Video hier sicherlich auch gefallen. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.